bin zum Elektroswing 2010 gestoßen. Dort habe ich in der Zeit mehr so Balkan-Beats in meine House-Sets mit eingemischt und habe immer mal wieder so swingige Tunes gehört. Fand das immer sehr gut, fand das auch sehr gut kombinierbar und bin dann so quasi zum Elektroswing gestoßen. Elektroswing ist für mich eine Mischung aus modernen Beats, kann House, kann aber auch Pop sein und den klassischen Samples aus den 20er, 30er Jahren. Aber für mich persönlich muss es nicht immer nur Swing sein, es kann auch Jazz, vielleicht auch ein bisschen Rock'n'Roll sein. Es gibt Unterschiede in Europa, was die Stile angehen. Ich persönlich finde Deutschland eher in den hausigeren Bereich, sehe ich ihn an. In Großbritannien geht das so eine bisschen dubstepigere Richtung. Frankreich ist eine sehr ausgeglichene, so dass die Mischung zwischen Deutschland und Großbritannien, würde ich sagen. Electroswing Elite ist nicht nur eine Mix-Serie und auch eine Compilation. Mittlerweile ist es auch wie die Electroswing Revolution schon auch zu einer kleinen Community geworden. Die ganze Geschichte mit Electroswing Elite ist vor etwa 3 Jahren entstanden, zwar 2013. Damals hatte ich noch die Idee gehabt, einen B2B-Mix zu machen, in der ich dann ein paar DJs einlade aus der Szene und wir wollten einen perfekten Mix eigentlich gestalten, also das Elitäre quasi aus den Künstlern herausquetschen und der ist sehr gut gelaufen. Bei dem zweiten Mix hatte ich Wolfgang Lohr eingeladen, auch einen Guest-Mix zu machen und dann meinte Wolfgang zu mir, hey, lass uns doch eine Compilation machen, eine exklusive Compilation, in der wir nicht nur die DJs oder die Artists einladen, um einen Track, einen Mix zu spielen, sondern einen eigenen Track für die Compilation zu produzieren. Somit ist das Ganze geworden und wir hatten auch schon direkt Ende 2014 unsere erste Compilation über Ton wie Klang veröffentlicht. 2015 haben wir das wiederholt und es ist sogar noch besser gelaufen. Ja, wir haben vor, die Electroswing Compilation jährlich fortzusetzen und es gibt auch genügend neue Interpreten und die Nachfrage ist groß für einfach gut produzierte Club-Tracks mit swingigen Elementen drin. Also meiner Meinung nach gibt es kein perfektes Set, aber genau das macht es wiederum wahrscheinlich auch perfekt, weil in jeder Ungleichmäßigkeit, auch vielleicht einem wackeligen Übergang, entsteht dann auch immer wieder gleichzeitig eine neue Chance, dann irgendwie einzusteigen oder weiterzumachen. Wichtig ist der Stimmungsbogen. Für mich sind sehr monotone Sets persönlich nicht sehr interessant. Ich finde, es muss irgendwie einen schönen Fluss haben und wenn man quasi vor dem Publikum spielt, möchte man natürlich eine schöne Geschichte erzählen und wenn am Ende die Leute wirklich glücklich sind und sagen, hey Mensch, sie klatschen, sie jubeln, sie freuen, sie tanzen, schwitzen und wollen nicht weggehen, dann weiß man, dass man diese Geschichte einfach sehr gut erzählt hat. Und das macht für mich einfach das vielleicht perfekte Set aus.